Wir multiplizieren zwei Brüche. Erstmal, ich habe einfach zwei normale Brüche, keine unechte Brüche, keine gemischte Schreibweise. Wie multipliziere ich zwei Brüche? Ich muss nicht erstmal alles multiplizieren. Natürlich lautet Regel zähle mal zähle, nenne mal nenne. Aber erstmal kürzen wir. Und ist egal, wie viele Brüche ich multipliziere, ich kürze zähle mit nenne. Hier können auch 5 Brüche sein. Aber man kürzt zähle mit nenne. Man kann auch eine Zahl mehrmals kürzen. Also dann in dem Fall. Und jetzt lautet unsere Regel, nachdem ich alles gekürzt habe. Zähle mal zähle ist eine nenne mal nenne. Das war's. Okay, was mache ich, wenn ich nicht direkt zwei Brüche in normale Schreibweise, es könnten auch unechte Brüche sein, wäre es auch okay, könnte ich dann auch direkt kürzen. Aber bei gemischter Schreibweise, was wäre mein erster Schritt? Erstmal in unechter Bruch, erst dann kann ich arbeiten. Erstmal unsere Nenne mal die ganze, also 15 mal 1, 15 plus 1 dazu 16. Und jetzt mache ich genau dasselbe. Okay, das war's. Entweder kürzt man, dann multipliziert, oder wenn wir gemischte Schreibweise haben, dann müssen wir in unechter Bruch umwandeln. Das war's. Das ist alles, was bis jetzt gemacht wurde. Jetzt kommt nur eine Sache dazu. Es kann sein, dass eine von diesen Zahlen negativ ist. Hier steht kein Vorzeichen. Das bedeutet, was für ein unsichtbares Vorzeichen gibt es hier? Plus, unsichtbare Plus. Genau wie bei Zahlklammern. Minus auf Plus ergibt Minus. Zwei unterschiedliche Vorzeichen ergeben Minus. Okay, wenn ich zwei positive Brüche habe, natürlich bleibt Plus. Jetzt hätte ich negativ. Hier, aber wenn zweiter unser Faktor auch negativ ist, brauchen wir dann Klammern. Jetzt habe ich zwei negative Brüche. Was kommt dann? Auch Plus. Also ich schaue erstmal auf Vorzeichen. Zwei verschiedene Vorzeichen ergeben Minus. Zwei gleiche Vorzeichen ergeben Plus. Rest ist genau dasselbe, was wir immer gemacht haben. Ich habe jetzt Dezimalzahlen. Wie multipliziere ich Dezimalzahlen? Erstmal ganz normal schriftlich ausrechnen. Also ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ich mag auch lieber ganz hinten anfangen. Also 2 mal, wo schreibe ich die 4? Unter die 2. Okay, was mache ich weiter? 2 mal 1, 5 mal 2, 10, 0 schreiben, 1 merken. 5 plus 1, klasse. Also jetzt addieren. Ich habe hier eine Nachkommastelle, hier ein. Zusammen ergibt es 2 Nachkommastellen. Also, was mache ich dann mit Ergebnis? Also jetzt habe ich auch hier 2 Nachkommastellen. Das war's. Jetzt habe ich 0 Ganze. Wie mache ich das hier? Ist jetzt schwieriger. Genauso, also wo fange ich an? 5 mal 4 ergibt 20, 0 geschrieben, 2 gemerkt. Nächste Stelle ist 0, also ich kann 1 direkt hinschreiben. Was mache ich jetzt? Jetzt fange ich an mit 1 zu multiplizieren. 1 mal 4 ergibt 4, 1 mal 2 ergibt. Jetzt, was mache ich jetzt? Letzter Schritt. Genau, ist egal, wo Nachkommastellen sind. Wir brauchen Gesamtanzahl 2 Nachkommastellen. Das bedeutet hier 1, 2 Nachkommastellen. Also eigentlich 0 am Ende brauche ich nicht. 3,6 ist unser Ergebnis. Jetzt haben wir aber rationale Zahlen, also da kommen auch negative Zahlen dazu. Jetzt sage ich, dass wir sowas multiplizieren. Was mache ich dann jetzt? Was muss ich bei Ergebnis ändern oder vielleicht auch nicht ändern? Zwei unterschiedliche Vorzeichen, also das bedeutet, es ergibt Minus als Vorzeichen, ja? Jetzt habe ich hier zwei positive Zahlen, also Ergebnis ist auch positiv, klar doch. Jetzt habe ich zwei negative Zahlen, also zwei gleiche Zeichen ergeben Plus. Das war's. Zwei unterschiedliche Zeichen ergeben immer ein Minus, egal in welcher Reihenfolge. Plus, Minus, Minus, Plus ist egal.